Auf unserer Panamerikaner-Reise fahren wir nach Nicaragua, eines der unsichersten Länder Zentralamerikas und wo man dem Staat lieber aus dem Weg geht. So, erste Polizeikontrolle in Nicaragua auch hinter uns. Dennoch sind die Menschen herzlich, die Städte malerisch, die Natur traumhaft. Auch wenn sie uns einen Strich durch die Rechnung macht. Man befürchtet, dass der jetzt irgendwann mal explodiert. Wir haben Neuigkeiten. Wir erhalten ja immer so viele Fragen und Nachrichten zu den Ländern auf unserer Panamerikaner-Reise. Und wir wissen, wie schwierig es ist, an die richtigen Informationen aus erster Hand zu kommen. Also haben wir beschlossen, ein E-Book rauszubringen. Und es ist nicht nur eines, es ist Teil einer Reihe und wir starten mit Kanada. In den 6 Monaten, die wir in Kanada unterwegs waren, haben wir richtig viele Erfahrungen sammeln können. Aber auch im Austausch mit anderen Reisenden und durch unsere zusätzliche Recherche haben wir richtig viele Informationen auf über 120 Seiten rund ums Reisen mit dem Camper in Kanada zusammengetragen. Ihr findet im E-Book also ganz praktische Informationen, wie zum Beispiel zur Verschiffung, aber auch zu Dingen wie Gas, Wasser, Strom oder mobiles Internet in Kanada. Wir haben euch auch unsere Reisehighlights zusammengetragen mit Bildern und Beschreibungen und unseren liebsten Stellplätzen. Außerdem findet ihr da einen wunderbaren Gastbeitrag von Svenny und Basti, die ihr vielleicht als Neuland Stories kennt. Für wen ist also dieses E-Book? Es ist für Leute, die bereits mit dem eigenen Fahrzeug oder mit einem Mietcamper unterwegs in Kanada sind oder die vielleicht so eine Reise planen. Also schaut doch gerne bei uns im Shop vorbei, wir würden uns riesig freuen. Da findet ihr auch weitere Details und Informationen zum E-Book. Und für die erste Woche gibt es einen besonderen Einführungsrabatt. Und wenn ihr möchtet, empfehlt euch das E-Book euren Freunden oder Familien. Hola zu einem neuen Vlog. Schön euch dabei zu haben, aber auch Hola zu einem neuen Land. Wir sind gestern nach Nicaragua eingereist und ich würde sagen, der Start ist schon mal richtig gut gelungen. Ich meine, seht euch dieses Paradies an. Wir sind an der Laguna Apoyo, einem Süßwassersee, in dem man sich einfach wunderschön erfrischend morgens baden kann. Es war eine Wohltat. Die Nacht war wieder richtig heiß, aber das hier war einfach perfekt. Ja, ich würde sagen, starten wir doch mal in den Tag. Da wird schon Kaffee gemacht. Hola. Ja. Wie war es im Wasser? Oh, es war so gut. Ja? Es war enttäuschend warm. Es war gar nicht so erfrischend, wie ich dachte, aber es hat trotzdem gut getan. Also ich muss nachher auch unbedingt noch ins Wasser rein. Die Nacht war so warm wieder, aber dafür ruhig. Also ja. Im Vergleich zur letzten Nacht, wo wir an der Tankstelle übernachtet haben. Das stimmt. Ja, ich mache jetzt kurz noch Kaffee fertig. Ja, und ich muss mich umziehen. Genau, du treffst schon. Wow. Die Hälfte habe ich schon ausgeleert. Okay. Aber die andere Hälfte ist angekommen. Genau. Danke. Wenn man sich den See hier so ansieht, dann sieht man richtig, dass das eigentlich ein Vulkankrater ist. Da sind ja ein paar Vulkane ausgebrochen und statt dem Kegel ist jetzt diese Caldera hier zurückgeblieben, gefüllt mit Wasser. Und das Wasser ist sogar leicht salzhaltig. Also man spürt es nicht auf der Haut. Gekostet habe ich es jetzt nicht. Aber ja, anscheinend soll es leicht salzhaltig sein. Außerdem ist es durch den Wind, der vom See, also vom Kratersee kommt, richtig angenehm hier. Es lässt sich gut aushalten, obwohl die Nächte richtig warm sind. Aber
ja, ist doch angenehm, nicht? Ja, es tut wirklich gut. Ja. Uns sind weniger Moskitos hier. Auf jeden Fall, ja. Aber eine Sache wollte ich euch eigentlich noch kurz erzählen, denn als wir über die Grenze gefahren sind, habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten. Das waren Einwanderer oder beziehungsweise Migranten, die von Venezuela Richtung USA unterwegs waren. Zu Fuß auch wieder. Zu Fuß, ja. Und deren Geschichte zu hören, das war so, also unglaublich. Also die waren seit Wochen unterwegs. Die Schwester von einem, die war im 7. Monat schwanger, die sind durch den Darien Gap gelaufen. Die wurden zweimal ausgeraubt und trotzdem waren sie immer noch freundlich und happy und hatten immer noch diese Motivation, da hochzulaufen. Also es war, ja, wenn wir denken, wie es uns geht oder auch, ja, unseren Familien, wie wir uns ab und zu über gewisse Sachen aufregen. Ja, da merkt man wieder, wie privilegiert wir sind und wie gut wir es eigentlich haben. Aber ja, wir haben denen all unser Geld gegeben, was wir hatten von Guatemala und aus Honduras. Ja. Die hatten richtig Freude daran und ja, wir hoffen, dass die es auch schaffen und dass denen nicht weiter passiert, denn es war nicht so schön. Ja. Naja. Wir machen uns jetzt fertig. Wir wollen noch unbedingt, also wir hören ja immer wieder die Affen hier brüllen. Ich glaube, wir gehen die mal suchen. Was meinst du? Wir gehen da hoch. Vielleicht finden wir sie ja. Genau. Immer dem Brüllen nach. Gleich geht's mit dem Video weiter, aber vorher möchten wir uns beim Sponsor unseres heutigen Videos, CyberGhost, bedanken. Wir nutzen den VPN von CyberGhost bereits seit über einem Jahr und für uns ist es ein Muss, sobald wir online gehen. Besonders, da wir uns ja regelmäßig auch in öffentliche WLAN-Netze wie an Campingplätzen, Cafés oder auch mal am Flughafen einloggen. Zum einen nutzen wir den VPN aus Sicherheitsgründen, denn damit werden all unsere Daten durch den verschlüsselten VPN-Tunnel geleitet. Das hat zur Folge, dass unsere IP-Adresse verborgen bleibt, wir anonym sind und niemand weiß, was wir online machen, nicht mal CyberGhost selbst. So haben wir auch keinerlei Bedenken, wenn wir auch mal über ein öffentliches WLAN-Netz wieder unsere Finanzangelegenheiten erledigen, denn wir fühlen uns einfach jederzeit sicher. Doch davon abgesehen hat CyberGhost VPN noch einen weiteren großen Vorteil. Mit über 11.000 Servern in 100 Ländern können wir nämlich auch Geoblocking umgehen und so zum Beispiel Buchungen günstiger abschließen oder auch auf lokal gesperrte Websites zugreifen. So können wir auch Filme und Serien von über 35 Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime oder auch Disney Plus schauen, egal wo wir uns gerade physisch befinden. Das Ganze funktioniert natürlich auf allen gängigen Plattformen. Das deutsche Support-Team ist 24/7 erreichbar und ein Account reicht auch für bis zu 7 Geräte, ob es nun die eigenen oder die von Freunden und Familie sind. Und das alles erhält ihr sozusagen zum Preis eines Kaffees pro Monat. Also testet es am besten gleich selbst aus. Über den Link unten in der Videobeschreibung bekommt ihr 83% Rabatt auf das Abo und bezahlt gerade mal 2,03 € im Monat. Damit könnt ihr den VPN-Dienst quasi 4 Monate lang gratis nutzen. Und mit der 45 Tage Geld-Zurück-Garantie geht ihr auch kein Risiko ein. Man hört es immer wieder rascheln in den Bäumen und dann denkt man sich so, vielleicht ist das ein Affe. Und dann schaut man hin und da ist einfach nichts. Aber irgendwo müssen die sein, oder? Ja, irgendwo müssen sie sein. Naja, mal schauen. Weiter das Rascheln suchen. Genauso elegant, aber doch kein Affe, nur ein Eichhörnchen. Man ist so, es bewegt sich was, da. Irgendwie so wie auf der Jagd irgendwie. Ja. Also, ja. Weiter. Da oben sind sie. Ja. Sind Also doch. vorbeigelaufen, haben wir nicht gesehen. Ja, das sind noch faule Säcke, die bewegen sich nicht, dann fallen sie nicht auf. Da sieht man eher das kleine Eichhörnchen als einen großen Howler Monkey. Wow, cool. Ganz viele sind's. Bei der Hitze ist es ja kein Wunder, dass die Affen einfach nur da rumlümmeln. Würde ich am liebsten auch machen. Denn es ist wirklich heiß, aber ja, trotzdem cool, diese Affen einfach so zu sehen. Also ich liebe Affen und die einfach in der Natur zu sehen, ist was, also ich finde das gewaltig, du nicht? Ja, sicher, auf jeden Fall.
Aber wir wollten ja, also klar, die Brüllaffen sehen. Aber gestern, wie wir hierher gefahren sind, haben wir auch Kapuzineräffchen gesehen. Kennt ihr die? Das sind die Schwarzen mit einem weißen Gesicht oder Schweizer, ja. Weißen. Ja, sie haben so ein bisschen mehr weißes Fell. Oh, und die hätte ich gerne noch mal vor die Kamera gekriegt. Ja, wir haben sie zwar schon gesehen gestern, aber ja, für euch die aufzunehmen, wäre schon richtig cool. Also wir schauen noch ein bisschen herum und vielleicht, wer weiß. Haben wir Glück. Wer weiß. Yo. Die Kapuzineraffen haben wir leider nicht mehr gesehen, aber dafür haben wir hier wieder die Brüllaffen gefunden. Ach, und die haben so ein kleines Baby mit dabei, das ist so süß. Naja, ich glaube, wir laufen langsam zurück zum Van, oder? Es ist richtig warm mittlerweile und wir müssen ja noch weiterfahren. Also wir wollen heute noch ein Stückchen weiterfahren und uns die anscheinend schönste Stadt Zentralamerikas angucken. Ja, also würde ich sagen, wir laufen gleich zurück. Der Van ist abfahrbereit, wir auch. Und ich weiß nicht, ich kann mir nicht helfen, aber dieser Platz hier erinnert mich so sehr an Lago Atitlán in Guatemala. Es war ja auch alles so am Hang rund um den See und ja, wir mussten uns auch ganz schön helfen. Hier sieht man es vielleicht. Ganz viele Steine unter die Reifen legen teilweise, damit wir einigermaßen gerade stehen. Aber ja, das Wasser ist so einladend. Wir waren auch noch mal im Wasser drin, wenn man es sieht. Einfach zur Abkühlung. Und ja, dann fahren wir jetzt mal los. Wir brauchen etwa eine halbe Stunde. Und erstmal wieder so diese Kraterwand hoch. Mal sehen, wie das läuft. Aber vielleicht sehen wir auch noch mal die Kapuzineräffchen, die wir da unterwegs gesehen haben. Wer weiß. Man hat keinen Unterschied zwischen euch beiden. Nee. Haben uns noch verabschiedet. Mit den Kapuzineräffchen hat es leider nicht geklappt, aber immerhin hatte Roberto eine gute Konversation mit den Brüllaffen. Ja, die meinten auch, es ist viel zu warm zurzeit, also die mögen es auch nicht so. Also, ja. Ist halt so. Genau. Roberto ist der Flüsterer, Affenflüsterer, Tierflüsterer. Hier sind wir auf dem Hauptplatz von Granada. Ja, wie das so auf dem Hauptplatz ist hier das Leben. Hier spielen Kinder, da drüben verkaufen Händler ihre Waren. Es sind zwar alle ein bisschen im Schatten verkrochen. Ich weiß nicht, ob das wegen der Sonne ist oder wegen dem öffentlichen WLAN. Wahrscheinlich wegen beiden. Ja, wahrscheinlich, weil es sitzen alle auf schattigen Bänken am Handy. Aber auch sonst so, ja, der erste Eindruck richtig gut. So mit den kolonialen Häusern rundherum, so schön hergerichtet, so bunt. Ich freue mich richtig. Ich bin ja normalerweise die Erste, die ein Eis essen würde, aber ich muss sagen, dieser Sirup, den er drüber lädt, der sieht so dickflüssig aus und so richtig... Also das Rote ist irgendwas und das Gelbe ist dann Honig. Ja, weil das sah so dickflüssig aus, das hat mich jetzt gerade nicht so angemacht. Nee, das sah zu süß, zu... Boah, aber ich glaube, zieht es sich gleich hilft. alles zusammen. Es hilft gegen? Ja, gegen die Hitze. Die Hitze? Ja, das wahrscheinlich schon. Mal sehen, vielleicht hole ich mir doch noch eins. Ja. Lustig zu sehen, wie die Herren hier hinten Dame spielen. Ja, das geht ziemlich wild zu und her. Also ich glaube, das ist nicht nur ein normales Freundschaftsspiel. Aber hier auf dem Platz ist wieder so viel Leben und ich finde das richtig cool. Also mir gefällt es hier richtig.
Immer wenn wir in ein neues Land kommen, stellt sich ja auch die Frage nach der Sicherheit und gerade in Nicaragua auch nochmal besonders. Man hört ja verschiedene Dinge und ich muss sagen, in den Tagen, die wir hier sind, haben wir schon gemerkt, dass die Armut auch ein bisschen größer ist. Also auch die Gesundheitsversorgung kommt nicht bei so vielen Leuten an. Aber ja, ich will nicht sagen, dass wir uns deshalb auch unsicher fühlen. Also nein, eben gar nicht. Ja. Die Leute sind super freundlich und auch mit der Kamera. Hast du dich mal unwohl gefühlt? Überhaupt nicht. Ja. Es kann sein, dass einem die Leute ein bisschen komisch anschauen. Ja. Aber sonst, ja, vor allem wenn man freundlich gegenüber den Leuten ist, dann kommt das auch zurück. Also das haben wir bis jetzt auf der gesamten Reise gemerkt. Ja. Wenn wir offen sind und uns auf das einlassen, was um uns herum ist, dann kommt das auch so zurück. Also es ist richtig auf jeden schön. Fall. Ja. Und kaum kommt man aus dem touristisch hergerichteten Stadtzentrum raus, ist hier der wilde Trubel. Ja, es ist laut. Disculpe. Überall sind Menschen, man weiß gar nicht, wo man sich bewegen soll. Es ist ein Chaos, aber wir lieben es. Das ist so schön. Das ist authentisch. Ja, das gefällt uns. Also lass uns mal rein. Los. Wow, was für ein Trubel hier. Also das ist genau das, was wir lieben an den Städten. Es ist richtig was los und ja, man fällt zwar schon auf als Tourist, aber wir finden es trotzdem cool und die Leute sind so freundlich und ja. Für mich ist die Reise durch Zentralamerika auch ein bisschen so eine Kaffeereise. Ich weiß nicht so, ich finde es spannend, in jedem dieser Länder nochmal einen Kaffee zu probieren und sich mit dem Thema mehr zu befassen. Von hier kommt halt der beste Kaffee. Ja, und bis jetzt, jeden Kaffee, den wir bis jetzt getrunken haben, war ja wirklich ein guter Kaffee. War wirklich besonders gut. Also hat schon echt gute Qualität. Ich dachte erst, hier ist das Anbaugebiet, aber die gute Röstung kriegt man dann eher in Europa. Aber auch hier findet man wirklich gut schmeckenden Kaffee. Ich würde sagen, ein bisschen nussig. Das kann jetzt niemand. Kann niemand verifizieren. Aber ich behaupte trotzdem, da ist eine Pfirsichnote drin. So, wer sagt, dass ich Unrecht habe? Aber es ist wieder ein guter Kaffee einfach. So, die Pause hat richtig gut getan. Wir sind gestärkt, voller Energie. Oder so. Oder so. Und wir wollen noch eine Sache wollen wir uns ansehen hier. Granada hat ja richtig viele Kirchen. Neuere, ältere, schönere, zerfallenere. Aber hier sind wir bei der Kirche La Merced und die sticht besonders hervor, denn hier gibt es einen Aussichtsturm, der wohl die beste Sicht über die Stadt bieten soll. Wow, das sieht mega schön aus. Oh, und krass, das sieht aus, als wäre hier ein Meer. Ja, voll. Dabei ist das ein See. Mega.
Das Schöne an diesem Aussichtspunkt ist, dass auf der Seite sieht man einen Vulkan, hinter mir ist der See und ja, auf der Seite hier vorne, leider ist es zurzeit ziemlich diesig, aber trotzdem hier oben zu stehen und das so zu genießen, das ist schon cool, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Soll ich hier noch ein bisschen mit den Glocken spielen? Mach mal. Steht zwar, man soll nicht, aber... Da wird einem ja fast schwindelig, wenn man diese Wendeltreppe runtergeht. Okay, was ist der Plan? Zum Van Zum Van. und noch weiter. Und noch weiter, stimmt. Wir haben ja heute noch ein Ziel vor uns. Genau. Zurück beim Van sind wir aber noch nicht zu Hause angekommen, denn es geht für uns heute noch an einen weiteren Ort. Danke. Ich hatte ja mal mein Solo-Erlebnis in Guatemala und ja, es war richtig imposant, den Vulkan zu erleben und die spuckende Lava. Ich freue mich schon. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hatte ja so ein Erlebnis, aber Roberto nicht, er war ja nicht dabei. Und jetzt, das, wo wir hingehen, es ist nicht dasselbe, aber es geht ein bisschen in die Richtung. Also es hat auch mit Vulkanen und Lava zu tun. Und ich freue mich riesig, dass wir das diesmal zusammen machen können. Aber da puedo spaziar. Hola. Buen día. Documento. Sí. Claro. ¿Es seguro? ¿El seguro? Sí. Sí. Claro. Perfecto. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. So, erste Polizeikontrolle in Nicaragua auch in Jones. Ja, aber ganz gemütlich leider. Ja, die wollten die Papiere sehen, das heißt... Fahrzeug, Führerausweis. Genau, und die Versicherung. Ja, war dann ganz freundlich. Er scheinte sehr... Ich weiß nicht, er hat sehr lange überlegt, wie er deine Papiere angeguckt hat, nicht? Steht auch alles auf Tschechisch, also von dem her... Wer soll das schon verstehen? Aber ja, alles gut gegangen. Das sieht irgendwie gerade ein bisschen seltsam aus. Das Tor ist zu. Und Roberto scheint da lange zu diskutieren. Da steht ein Schild geschlossen. Aber wir haben extra noch geprüft, also es ist ja so mit Lava, das sieht man am besten bei Dämmerung oder bei Dunkelheit. Darum macht es auch keinen Sinn, tagsüber früh zu kommen. Und jetzt geht ja dann bald die Sonne und ich hoffe, wir sind einfach noch zu früh und die machen doch erst später auf. Weil eigentlich sollten die schon offen haben, aber mal sehen. Irgendwie scheint das ein bisschen seltsam da vorne. Und? Ist geschlossen. Ja, aber die machen einfach später auf, oder? Nee, es ist geschlossen. Der Vulkan ist, also eine Schicht vom Vulkan ist zusammengebrochen und die ist da in diesen Lavastrom, also in dieses In den Krater. Krater reingefallen und man befürchtet, dass der jetzt irgendwann mal explodiert und, also man weiß es nicht, aber aus Sicherheitsgründen ist es einfach zu. Und die wissen auch nicht, wann das geöffnet wird oder wann sie wieder sicher ist. Ja krass, ist das jetzt letztens passiert, oder? Ja, sie meinte vor etwa 14 Tagen oder so. Ach so, das haben wir aber nicht mitgekriegt. Nee, überhaupt nicht. Es steht auch nirgends. Also sie meinte zwar auf Facebook, aber wir sind nie auf Facebook. Also Ja, woher sollen wir das wissen? oh Mann. Ja, keine Ahnung. Und sie selbst wissen nicht, wie lange das dauert. Ich habe gedacht, ja, vielleicht bleiben wir noch ein paar Tage hier und dann schauen wir. Und sie meinte, ja, es kann Tage, aber es kann auch Wochen dauern, weil es halt Natur. Kann man nicht... Mist. Mann. Schade, du wolltest auch Ich habe mal mich so was gefreut sehen. eigentlich, die Lava zu sehen und all das Zeugs. Und jetzt ist es einfach zu. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung, was machen wir jetzt? Ja, wir müssen mal schauen, was wir... Ja, komm, wir überlegen mal. Ja.
Nein. Schade. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir zurück nach Granada fahren, einfach weil da die besseren Schlafplätze sind und es ist ja nicht so weit. Was ist es, eine halbe Stunde etwa? Ja. Irgendwie schon doof, jetzt da eine Stunde hin und her zu fahren, aber ja, das ist echt doof. Wir wollten ja eigentlich zum Vulkan Masaya und das ist so, ja, man kann da in den Krater reingucken und da richtig so die Lava brodeln sehen. Das muss wahnsinnig sein, aber ja, offensichtlich ist da eben ein Teil zusammengestürzt und die ganze Lavafläche, die man sehen würde, ist jetzt bedeckt und das heißt, man sieht einfach nichts und es baut sich langsam Überdruck auf, der womöglich eben irgendwann explodieren kann und dieses Sicherheitsrisiko bietet. Drum, ja, daraus wird jetzt halt einfach nichts. Schade. Schade. Ja, Richtig schade. richtig schade. Ja. Aber gut, ja, jetzt fahren wir mal zurück nach Granada. Wir sind an unserem Schlafplatz angekommen. Ja, läuft halt nicht immer alles nach Plan. Ja, ist so. Schade eigentlich, weil ich hatte mich richtig gefreut, den Masaya zu sehen. Vor allem halt die Lava da drin brodeln zu sehen. Also ja, schade, aber ist halt leider so. Kann man nicht ändern. Die Natur ist so, wie sie ist. Ja, so ist es. Aber auf der anderen Seite haben wir uns ansonsten sehr wohl gefühlt hier in Nicaragua. Ja. Und ja. Auch sehr sicher und auf jeden Fall eine Empfehlung für dieses Land, das zu besuchen, egal was sonst rundherum ist. Also, ja, unbedingt. Ja. Und wir wollen uns an dieser Stelle unbedingt auch bei CyberGhost, dem Sponsor unseres heutigen Videos, bedanken. Über den Link unten in der Videobeschreibung kommt ihr mit CyberGhost VPN zu sicherem Surfen und ihr könnt auch auf Geoblocking-Inhalte zugreifen. Und das für gerade mal 2,03 € im Monat und mit Geld-Zurück-Garantie. Ja, und wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert doch den Kanal, hinterlasst auch ein Abo da, liked es, kommentiert es. Ja. Ihr unterstützt uns damit und wir würden uns riesig freuen. Genau. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Hasta luego. Hasta luego. Ist halt die Stadt, die. Wie war das? Ich glaube, auf Mallorca hast du mit den Truthähnen gequatscht. Ja. Ja, Roberto hat so einen Draht zu Tieren.